So Leute, heute ist der erste Tag nach diesen 21 Tagen. Ich ziehe jetzt ja wieder 21 Tage durch. Und diesmal zeige ich euch Schritt für Schritt, wie das geht. Als erstes morgens aufstehen, den schon mal laufen lassen. Der zählt jetzt runter bei 0 Piepster. Und dann mal gucken, ob wir in der Ketose sind. Wie ihr sehen könnt, 0. Das heißt, noch nicht in der Ketose. Jetzt gucken wir mal, wie lange wir brauchen, um wieder in die Ketose reinzukommen. So, als zweites, damit wir in die Ketose reinkommen, seit gestern gar keine Kohlenhydrate mehr essen. Hatte ich euch in den anderen Beiträgen gesagt, keine Kohlenhydrate, aber dafür viel Öl, viel Fett. Ich habe hier Olivenöl, könnt ihr sehen, da ist nichts gefaked oder so. Einfach mal jeden Morgen, wenn ihr aufgestanden seid, ein Esslöffel Olivenöl. Runter damit, gar nicht erst im Mund hier, ne? Runter damit und gut ist. So, das ist schon mal sehr viel wert. Jeden Morgen ein Esslöffel Olivenöl. Ja, und ich mache mir gleich noch Kaffee. Und was in den Kaffee kommt, werdet ihr staunen. Bleibt dran. So, dann geht's weiter. Bevor wir Kaffee trinken, diese A bis Z. Ja, da sind Vitamine drin, weil wir werden auch nicht so viele Vitamine zu uns nehmen. Immer eigentlich das eintönige Essen, sage ich mal. Zwar viel Fett und so, aber Vitamine dürfen natürlich auch nicht zu kurz kommen. Und deswegen habe ich hier A bis Z Depot. Ganz viele Vitamine könnt ihr auf der anderen Seite auch sehen. Marke ist egal, Hauptsache A bis Z. So, es geht weiter. Dann wollen wir mal anfangen für das Frühstück. Wir brauchen Margarine, wir brauchen eine Tasse Kokosöl und Kokosnuss ohne Zucker als Milch. Daraus machen wir uns jetzt einen Kaffee. Der reicht dann für den ganzen Tag morgens zum Frühstück. Das reicht dicke. Ja, aufstehen, wiegen, messen, ob wir in der Ketose sind, um schnell in die Ketose reinzukommen. Wie gesagt, ganz wichtig, Butter oder Nuss, Kokosnuss mit Öl könnt ihr euch aussuchen. Dann seid ihr ganz schnell in der Ketose. So, das ist ganz schnell gemacht. Wir haben ganz normal Kaffee. Wo ist der Teil hiervon? Hier ist er. Da gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen, wie das gemacht wird. Auf jeden Fall so Markenbutter. Am besten von der Weide, die Kühe, die Glücklichen. Soll wohl noch besser sein, aber ihr könnt natürlich auch jedes andere Butter nehmen. Also hier so ein Stück mal abschneiden, hier rein. Ganz wichtig, Butter und Fett, das ist das Hauptbestandteil dieser Ernährung. Dann haben wir Kokosöl. Wenn ihr den im Kühlschrank oder hier so, wenn es kalt ist, dann wird er so hart, aber sobald es ein bisschen warm ist, wird es flüssig. Das kommt mit da rein. So, und als Milch, entweder könnt ihr Sahne nehmen, ja, der ist noch ganz frisch, oder hier, der ist zwar ein bisschen teuer, aber den könnt ihr für alles benutzen, so ein Schluck. So, fertig ist unser Kaffee. Jetzt nur durchlaufen lassen und dann genießen. Am besten hier mit meiner Mehmet UE Tasse. Dann schmeckt es noch besser. Wie ihr sehen könnt, ich benutze selbst meine eigenen Tassen. Gibt es alles im Online-Shop. So, ist gleich fertig. Dann haben wir schon Frühstück hinter uns. Wenn wir das jetzt trinken, haben wir bis mittags, spät in den Mittagsstunden, keinen Hunger. So. So, jetzt wird alles aufgelöst. Jetzt zeige ich euch, wie ich den trinken. So, und dann einfach nur trinken.
Oh, das schmeckt so lecker. Ihr denkt jetzt bestimmt, das schmeckt nicht so gut und so, ne? Man kann sich wirklich dran gewöhnen, Leute. Und der Körper, der muss sich an das Fett, an das neue, wo er die Energie rausziehen kann, gewöhnen. Und deswegen, das ist eine sehr gute Methode, um da reinzukommen und wenn man da drin ist, auch zu bleiben. Ja, ihr habt ja gesehen, vorhin ein Löffel Öl, jetzt haben wir noch Butter. Also ölmäßig sind wir jetzt gut. Mittags, dann gibt es Eiweiß, zeige ich euch aber auch gleich, was es da zu essen gibt. Und ganz wichtig, Leute, wenn ihr so eine Ernährungsumstellung macht, ich habe mir das bewusst auf den Samstag und Sonntag ausgesucht, deswegen bin ich auch nicht mit Arbeitsklamotten, jetzt bin ich privat. Da kann man das besser aushalten, bis der Körper sich dran gewöhnt. Vielleicht kriegt man noch ein bisschen Kopfschmerzen und so. Bei mir dauert das in der Regel 3 Tage, 4, dann ist man schon da drin. Und die nächsten Tage werdet ihr mich dann natürlich mit Arbeitsklamotten sehen, auf der Arbeit. Was isst man auf der Arbeit, wenn ihr auch berufstätig seid? Wirklich eine sehr interessante Geschichte. Wenn ihr dran bleibt, könnt ihr alles hier mitverfolgen, wie ich das geschafft habe. Und ihr könnt es jeden Tag, eigentlich im Prinzip einen Tag versetzt, ab morgen zum Beispiel, machen. So, ich gucke mir jetzt, was ich gleich zu Mittag mache und melde mich gleich wieder. Bis gleich. So Leute, wir haben Mittag und es gibt was zu essen. Das erste Mal seit gestern. Gestern habe ich ja nichts mehr gegessen. Müsst ihr euch so vorstellen, so 19 Uhr, 18 Uhr, ab da nichts mehr essen. Trinken darf man natürlich. Erstmal hier Herd einstellen. So, wir nehmen wieder unser Kokos. Ihr könnt ja auch Butter nehmen, was ihr wollt, wie viel ihr wollt. Ja. So, wir tun jetzt erstmal hier am besten viel. Der schmilzt gleich, dann wird er flüssiger. Dann haben wir hier Sujuk. Ja, die sind schon vorgefertigt. Die kann man schon reintun. Das geht ruckzuck. Braucht man sich gar keine Gedanken machen. Weil Fett, Fleisch, guck mal, in dem Sujuk ist auch noch richtig reichlich Fett. Wie gesagt, Fett, Eiweiß, Hauptbestandteil dieser Ernährung. So, und Eier habe ich hier natürlich auch. Also hier die von Huhn. Oh, nee. So, jetzt warten wir mal, bis das hier alles so schmilzt. Ihr könnt das auch am morgens machen, so wie ihr gerade, wenn ihr berufstätig seid, wie das für euch so zurecht wichtig ist. Fett einnehmen und Fleisch einnehmen und Eiweiß. Hier ist jetzt alles mit dabei. Fett haben wir in Form von Kaffee ja gerade oder heute Morgen schon getrunken. Und jetzt kommt das nochmal. So. Seht ihr, ist schon geschmolzen. Und das ist so lecker, dieses Kokosöl. Ihr könnt Olivenöl nehmen, ihr könnt Butter nehmen, ihr könnt Hauptsache gute Öl. Jetzt aber keine Sonnenblumenöl oder so, ja. Das muss schon richtig sein. Und ihr wisst ja, morgens habe ich auch noch einen Löffel Olivenöl. Ne? Wenn wir Glück haben, dauert das nicht lange und wir sind dann schon direkt in der Ketose. Das ist immer Ziel, so schnell wie möglich in diese Ketose reinzukommen, damit der Körper sich daran gewöhnt, diese neue Ernährungsform, beziehungsweise wo er Energie gewinnen kann. Und wenn er das dann geschafft hat in die Ketose und dann versuchen da drin zu bleiben, auf Kohlenhydrate sowieso ganz verzichten, Versteckte auch da aufpassen, dass man nicht zu viele Versteckte hat. Ja, Kalorien zählen in dem Sinne braucht ihr nicht, weil, wie soll ich euch das erzählen? Man isst automatisch sowieso weniger. Man hat nichts, ich habe seit heute Morgen, also seit gestern eigentlich nichts mehr gegessen. Ne, das hört sich unglaublich an, also ihr werdet es nicht glauben, aber wenn ihr das einmal dann durchzieht, dann seht ihr, oh, der Mehmet hat recht gehabt, man hat gar keinen Hunger.
Deswegen, mit das bin ich gleich satt und bis heute Abend. Und abends gibt es wieder was Leckeres. Ja. Und ich komme noch nicht mal auf meine 1500 Kalorien. Normal müsste ich 2500 haben. So, wenn das schon so ein bisschen hier so brutzelt, das reicht schon. Ihr seht, die schwimmen jetzt richtig in Öl. Sujuk hat jetzt sein Öl auch da gelassen. Dann nehmen wir einfach hier unser Öl. Öl sage ich schon, unsere Eier. Ich nehme mal 2 Stück, das reicht für mich dicke. Ihr könnt das auch vorher noch verrühren, aber so geht das auch. So, ein bisschen anbacken lassen. Und schon haben wir unser Mittagessen. Ihr könnt auch Frühstück dazu machen, so wie ihr wollt. Auf jeden Fall ist das jetzt was richtig Ketogenes. Wenn ihr hier oben mal schaut, da habe ich ja den Link unter Playlist Ketogene Ernährung. Das sind ganz viele so Eiersachen, die ihr auch essen könnt. So, wenn es dann so ein bisschen gebacken ist, dann könnt ihr das hier so, wie ihr wollt, einfach mal so umdrehen. Aber das jetzt nicht mit Brot essen oder so, ja? Das wird nicht mit Brot gegessen. Was nützt euch das? Wir wollen ja in der Ketose bleiben. Und wenn das jetzt auch noch schön mit Brot ist, natürlich wäre das jetzt schön mit Brot, so richtig ins Öl und so, aber nein. So. Ich lasse das Eigelb immer so ein bisschen nicht so richtig anbraten. Das reicht. Das ist schon richtig fertig. So, wo haben wir denn unseren Teller? Da könnt ihr sehen, wie schön ölig das jetzt ist. So, bitteschön. Jetzt noch ein paar Tomaten, ein paar Gurken dazu und einfach genießen. Ja, Salz könnt ihr individuell jetzt drauf tun. Normalerweise auch wenig Salz benutzen. Ja, aber Salz könnt ihr gleich nur Salz, Pfeffer und schon habt ihr ein schöne ketogene, entweder Mittagsessen, ihr könnt das auch zu Abend essen. Auf jeden Fall ist das schon mal eine Mahlzeit. So Leute, fertig ist unser Mittagessen und natürlich habe ich mir noch Kaffee dazu gemacht. Ein paar Tomaten, ein paar Gurken, ein bisschen gewürzt. Optimal. Wenn ihr das dann gegessen habt, habt ihr bis abends keinen Hunger. Ich garantiere das. So, ich esse das eben auf und melde mich nachher dann nochmal. Entweder so ein Zwischensnack, wenn ich einen Snack essen sollte. Oder ansonsten bis heute Abend. So Leute, es geht weiter mit den Berichten. Wie ihr sehen könnt, mir geht's gut. Wir haben jetzt so 15:30 Uhr. Ne, 12 Uhr hatten wir gerade was gegessen. Und jetzt habe ich so ein bisschen Lust für so einen kleinen Snack. Ne? Kein Hunger, aber ich bin hier an Videos am Bearbeiten und da hat man doch schon irgendwie so Gelüste. Dann kann ich euch das empfehlen, Leute. Macadamias. Ja, die haben Kohlenhydrate 4,3 bei 100 Gramm. Ja, ein bisschen Zucker ist sogar auch noch versteckt da drin. 3,2, aber bei 100 Gramm. Und hier sind genau 100 Gramm. Wenn ich das alles essen würde, dann wäre ich trotzdem noch gut mit den Kohlenhydraten. Aber wir essen nicht das alles. Aber dafür hat er super Fette. 72 Gramm Fett. Davon gesättigte Fettsäuren 22% und Eiweiß. Ne? Alles hier drin. Deswegen nehmen wir nur 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Könnt ihr so sehen? Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Den Rest, den tun wir hier vorne hin. Verschließen den. Und diese 5 Stück kann ich jetzt so langsam genüsslich
Das zergeht so richtig. Man merkt das Öl. Ja, kommt so richtig raus. Die 5 Stück. Dann, wir haben einfach keinen Hunger. Ne? Und abends mache ich uns dann was Leckeres. Was das ist, könnt ihr sehen, wenn ihr dran bleibt. Und somit haben wir den ersten Tag dann eigentlich schon geschafft. Und morgen, dann pusten wir natürlich wieder. Mal gucken, ob wir dann in die Ketose sind. Und so weiter. Bleibt dran. Ich esse jetzt meinen Macadamias. So Leute, bevor wir die ganze Geschichte starten, müssen wir natürlich auch mal ein paar Maß nehmen. Gucken wir mal, wie viel wir hier haben. 112. Ja, hier könnt ihr sehen. 112. Und dann ist, wenn man das in Länge tut, fast 1 Meter Umfang, wenn man das hier so komplett hier so rumgeht. Ne? Wir gucken mal und halten das fest. 112 mit diesem T-Shirt. Ne? Und so nach 21 Tagen, dann werden wir das nochmal, ich gehe mal ein bisschen so, damit ihr mich sehen könnt, nochmal messen und dann gucken wir mal, ob wir abgenommen haben. Und vom Kilo her, ich weiß, ich habe auch mehr Muskeln. Muskeln wiegen ja auch etwas. Ne? Aber so haben wir schon mal einen Anhaltspunkt. So, bis später. So Leute, jetzt müssen wir uns auch noch mal wiegen, damit wir Startgewicht errechnen können. Wie ihr sehen könnt, ich bin angezogen, das bin auch ich. Manchmal habe ich auch schon mal, früher mal sowas gepostet, bist du gar nicht, haben die auch schon mal gesagt. Ne? Aber bei mir geht's mit echten so 0. Jetzt bin ich mal gespannt. 91,5 Startgewicht, wie ihr sehen könnt. Das bin ich, ja. Und mit Klamotten rechnen wir mal 1 Kilo weg. 90, das heißt, ich habe mein, sagt schnell, mein Gewicht halten können, wo ich eine Woche weg war. Und wir starten jetzt mit 91,5 mit Klamotten und die anderen Sachen. Morgen werde ich mich nochmal wiegen und dann schauen wir mal richtiges Startgewicht und nach 21 Tagen, wie viel wir abgenommen haben. So Leute, kurz vor 18 Uhr wird Zeit, dass wir jetzt mal Abendessen machen, obwohl ich habe immer noch keinen Hunger. Ihr werdet sehen, ich werde auch nur 2, 3 Sachen erzählen. Essen, was kochen wir? Cevapcici auf Salat. Wie das gemacht wird, könnt ihr gleich sehen. So Leute, wir brauchen erstmal wieder Olivenöl. So, dass der Boden hier überdeckt ist. Das müsste eigentlich schon reichen. Nicht allzu warm, weil ich habe hier fertige Cevapcici. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr natürlich auch original selber aus Hackfleisch machen. Aber da wir schnell und praktisch das haben wollen, ne? Ich mache jetzt für meine Tochter mit. Das kann ja jeder essen. Man braucht ja nicht unbedingt, ist schon fertig gewürzt, alles ketogen sich zu ernähren. Das kann jeder essen. Deswegen mache ich jetzt ein bisschen mehr. Aber so richtig Hunger habe ich nicht. Ne? Damit der Körper aber nicht auf Sparmodus umstellt. Wir wollen ja, dass er als Fettstoffwechsel umstellt, müssen wir was essen. So, wenn ich 5 esse, 1, 2, 3, 4, 5, das reicht mir. 1, 2, 3, 4, 5, meine Tochter. So, das müsste reichen. Ja, das reicht. So, dann werden wir sehen, dass wir das gebraten kriegen. Und dann kommt noch ein Salat dazu. Und fertig ist unser ketogenes Abendbrot. So, ich melde mich gleich wieder, wenn das soweit ist. So Leute, wie ihr sehen könnt, ist schon alles fertig. Ich habe ein bisschen Salat dazu gemacht. Tomaten darf man essen, Gurken darf man essen. Salat, ich habe hier Eisbergsalat, darf man essen. Und natürlich mit Olivenöl und Essig
Gewürz, bisschen Salz, Zitrone. Und wie ihr sehen könnt, die Kebab-Pizzis, die sind auch fertig, auf kleinster Stufe, so richtig braten. So, dann können wir hier so schon mal rausholen. Es gibt keine Grenzen, Leute. Es gibt nicht zum Beispiel, ihr müsst so viel essen, ihr dürft 4 essen, ihr dürft 5 essen. Solange wie ihr hungrig seid, könnt ihr essen. Aber ihr werdet von dem ganzen Fett, was da in dem Kaffee und so war, keinen Hunger haben. Und auch wenn jetzt hier noch mehr Portionen da wären, ihr kriegt das gar nicht runter. Nach dem ersten Bissen habt ihr schon keinen Hunger, weil das ist jetzt ja auch wieder richtig fettig. In Olivenöl, ja, so, wie viel haben wir denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, für die Tochter 1 mehr, das reicht für mich. So, und dann wird das einfach gegessen aber der Abend ist noch nicht zu Ende, abends gibt es noch was vor dem Schlafengehen. Was das ist, seht ihr, wenn ihr dran bleibt. Leute, jetzt gibt es noch eine Avocado zum Abschluss. Und dann ist genug für heute, weil ihr wisst doch, Avocado hat auch sehr, sehr viele Fette. Ich zeige euch mal, wie man das aufmacht und isst. So, man nehme ein Messer, einfach mal hier so mitten durch. Ihr wisst ja, der hat innen drin einen Stein, einen Kern, bis einfach hier hin und dann einfach mit dem Messer, zack. Der wird nicht gegessen. Wenn ihr wollt, ihr könnt auch dann nur eine essen, nur die Hälfte. Hier aber den Kern drin lassen, vielleicht nur Alufolie drüber oder eine Plastikfolie drüber und dann in den Kühlschrank tun. Aber mit Kern. Hatte ich irgendwo mal gelesen, aber ich esse jetzt natürlich komplett. Da kann man einfach so den Kern rausnehmen. Dann nimmt man einen Löffel. Und wenn die so schön weich sind, dann kriegt man das super hin. Einfach mal hier so auslöffeln und genießen. Ja, einfach mal essen. So, und jetzt, wenn ich das gegessen habe, gehe ich schlafen und morgen sehen wir uns wieder. Bye.